Suche nach einer neuen Wohnung. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Hallo Paul, mir geht es gut, danke. Ich suche zurzeit eine neue Wohnung. Warum möchtest du umziehen? Meine alte Wohnung ist sehr klein. Wie groß soll die neue Wohnung sein? Ich suche ungefähr 2 Zimmer. Welcher Stadtteil gefällt dir besonders gut? Ich möchte gerne im Zentrum wohnen. Das Zentrum ist leider oft sehr teuer. Ja, das weiß ich leider auch. Wie viel Kaltmiete kannst du bezahlen? Ich kann maximal 600 Euro bezahlen. Sollen die Nebenkosten darin enthalten sein? Nein, die Nebenkosten kommen noch dazu. Suchst du bereits im Internet? Ja, ich schaue täglich auf verschiedenen Websites. Liest du auch die lokale Zeitung? Manchmal schaue ich auch dort nach. Hast du schon interessante Angebote gefunden? Gestern habe ich eine schöne Wohnung gesehen. Wo liegt diese Wohnung genau? Sie liegt direkt in der Nähe vom Bahnhof. Das ist wirklich sehr praktisch für die Arbeit. Hat diese Wohnung auch einen Balkon? Ja, sie hat einen kleinen Balkon im Hof. Das klingt wirklich sehr gut. Wann kannst du die Wohnung besichtigen? Ich habe am Freitag einen Termin bekommen. Welches Dokument musst du mitbringen? Ich muss meine Gehaltsabrechnung mitbringen. Brauchst du auch eine Schufa-Auskunft? Ja, der Vermieter möchte diese Auskunft sehen. Hast du alle Unterlagen schon ausgedruckt? Ich habe gestern alle Papiere ausgedruckt. Drückst du mir am Freitag die Daumen? Natürlich drücke ich dir die Daumen. Gefällt dir deine jetzige Wohnung gar nicht mehr? Die Küche ist einfach viel zu klein. Hast du dort genügend Platz für deinen Tisch? Nein, ich esse immer im Wohnzimmer. Das ist auf Dauer wirklich ungemütlich. Ja, deshalb brauche ich dringend etwas Neues. Gibt es einen Aufzug im neuen Haus? Ja, das Haus hat einen modernen Aufzug. Die Wohnung liegt nämlich im 4. Stock. Ohne Aufzug wäre das sehr anstrengend. Ist die Gegend dort sehr laut? Die Straße ist glücklicherweise eine Einbahnstraße. Das ist gut für einen ruhigen Schlaf. Ich hoffe sehr auf diese schöne Wohnung. Sag mir am Freitag sofort Bescheid. Ich rufe dich nach dem Termin direkt an. Besichtigung einer Mietwohnung. Guten Tag, Frau Weber. Ich bin Lukas Müller. Guten Tag, Herr Müller. Willkommen zur Besichtigung. Vielen Dank für die schnelle Einladung. Tragen Sie bitte kurz diese Plastiküberzieher. Das mache ich natürlich sehr gerne. Wir stehen hier direkt im Flur. Der Flur ist wirklich sehr hell und freundlich. Links befindet sich das große Wohnzimmer. Wo befindet sich das Fenster im Wohnzimmer? Das große Fenster geht nach Süden. Deshalb gibt es hier so viel Sonnenlicht. Genau, der Raum ist den ganzen Tag hell. Wie hoch sind die Decken in diesem Raum? Die Deckenhöhe beträgt fast 3 Meter. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Gehen wir nun weiter in die Küche. Ist die Einbauküche in der Miete enthalten? Ja, die Küche gehört zur Wohnung dazu. Gibt es hier auch eine Spülmaschine? Ja, die Spülmaschine ist relativ neu. Funktioniert der Herd mit Strom oder Gas? Der Herd funktioniert ganz normal mit Strom. Das ist mir persönlich auch viel lieber. Das Badezimmer befindet sich auf der rechten Seite.
Gibt es im Bad eine Badewanne? Nein, es gibt nur eine moderne Dusche. Hat das Badezimmer auch ein Fenster? Ja, ein kleines Fenster ist vorhanden. Das ist sehr wichtig wegen der Frische. Wo ist der Anschluss für die Waschmaschine? Der Waschmaschinenanschluss ist im Keller. Gibt es dort auch einen Wäschetrockner? Nein, aber man kann dort gut Wäsche aufhängen. Wie groß ist das Schlafzimmer? Das Schlafzimmer misst etwa 15 Quadratmeter. Passt dort ein großes Doppelbett hinein? Ja, ein Doppelbett passt problemlos hinein. Wie wird die Wohnung im Winter geheizt? Wir haben hier eine moderne Zentralheizung. Sind die Heizkosten in den Nebenkosten enthalten? Ja, die Heizkosten werden monatlich abgerechnet. Wann ist der Einzugstermin für diese Wohnung? Die Wohnung ist ab dem 1. nächsten Monats frei. Wie hoch ist die Miete insgesamt? Die Warmmiete beträgt 850 Euro. Wie viel Kaution muss ich hinterlegen? Die Kaution beträgt 3 Kaltmieten. Das ist der normale Betrag in Deutschland. Ich möchte die Wohnung sehr gerne mieten. Füllen Sie bitte dieses Formular vollständig aus. Ich gebe Ihnen das Formular sofort zurück. Ich entscheide mich bis Ende der Woche. Ich warte gespannt auf Ihre Rückmeldung. Unterzeichnung des Mietvertrags. Guten Tag, Frau Hoffmann, schön Sie zu sehen. Guten Tag, Herr Wagner, nehmen Sie doch Platz. Ich freue mich sehr über die Zusage. Hier ist der vorbereitete Mietvertrag. Kann ich den Vertrag kurz durchlesen? Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit dafür. Wie hoch ist die genaue Kaltmiete? Die Kaltmiete beträgt genau 700 Euro. Wie viel bezahle ich für die Nebenkosten? Die Vorauszahlung für Nebenkosten beträgt 150 Euro. Wie viel kostet der Tiefgaragenstellplatz? Der Stellplatz kostet 50 Euro im Monat. Muss ich den Stellplatz unbedingt mieten? Nein, der Stellplatz ist absolut freiwillig. Dann nehme ich den Stellplatz gerne dazu. Wohin muss ich die monatliche Miete überweisen? Bitte überweisen Sie das Geld auf dieses Konto. Bis zu welchem Tag muss das Geld da sein? Die Miete muss bis zum 3. Werktag da sein. Ich richte sofort einen Dauerauftrag ein. Das ist die beste Methode für beide Seiten. Wie funktioniert die Zahlung der Kaution? Sie können die Kaution in 3 Raten zahlen. Wann ist die erste Rate der Kaution fällig? Die erste Rate zahlen Sie vor der Schlüsselübergabe. Darf ich in der Wohnung Katzen halten? Kleine Haustiere sind in der Wohnung erlaubt. Ich habe nämlich 2 kleine Hauskatzen. Das stellt für uns gar kein Problem dar. Welche Regeln gelten für die Hausordnung? Die Ruhezeiten beginnen ab 22 Uhr. Darf ich am Wochenende im Garten grillen? Grillen mit Holzkohle ist leider nicht erlaubt. Elektrogrills sind aber im Garten und auf dem Balkon gestattet. Alles klar. Und wer putzt das Treppenhaus im Gebäude? Eine Reinigungsfirma putzt wöchentlich das Treppenhaus. Die Kosten sind in den Nebenkosten enthalten. Das ist wirklich sehr bequem für mich. Wo entsorge ich den normalen Hausmüll? Die Mülltonnen stehen hinten im Innenhof. Wir trennen Plastik, Papier und Restmüll. Ich kenne das deutsche System zur Mülltrennung. Hier unterschreiben Sie bitte unten rechts.
Ich habe die Dokumente jetzt alle unterschrieben. Hier ist Ihre Ausfertigung des Mietvertrags. Wann machen wir genau die Übergabe der Schlüssel? Wir treffen uns am Ende des Monats hier. Ich bringe dann das Übergabeprotokoll mit. Vielen Dank für das Vertrauen, Frau Hoffmann. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit hier. Kauf von neuen Möbeln im Möbelhaus. Hallo Julia, welches Möbelgeschäft ist das? Hallo David, das ist das größte Möbelhaus hier. Wir brauchen dringend ein neues Sofa. Welche Farbe wünschst du dir für das Sofa? Ich finde eine graue Farbe sehr schön. Grau passt gut zu den weißen Wänden. Suchen wir ein Ecksofa oder ein normales Sofa? Ein normales Dreisitzer-Sofa ist besser. Schau mal, dieses Sofa dort sieht bequem aus. Setzen wir uns kurz darauf zum Testen. Der Stoff fühlt sich wirklich sehr weich an. Die Sitzfläche ist aber etwas zu hart. Mir gefällt das grüne Sofa da drüben besser. Probieren wir dieses Modell sofort aus. Ja, dieses Modell ist absolut perfekt. Wie viel kostet dieses grüne Sofa? Es kostet momentan nur 400 €. Das ist ein wirklich günstiges Angebot. Suchen wir jetzt nach einem neuen Esstisch? Unser alter Tisch ist leider viel zu klein. Wie groß sollte der neue Holztisch sein? Der Tisch sollte für 6 Personen reichen. Möchtest du einen ausziehbaren Esstisch haben? Ja, das ist ideal, wenn Gäste kommen. Hier steht ein schöner Tisch aus Eichenholz. Dieser Tisch passt wunderbar in unser Esszimmer. Brauchen wir dazu auch 6 neue Stühle? Ja, die alten Stühle sind leider defekt. Welche Farbe sollen die Stühle haben? Schwarz sieht zu diesem Holz sehr stilvoll aus. Kaufen wir auch ein Regal für das Arbeitszimmer? Ein großes Bücherregal wäre wirklich toll. Wie hoch darf das Bücherregal maximal sein? Es darf höchstens 2 Meter hoch sein. Dieses weiße Regal passt genau von den Maßen. Passt das alles überhaupt in unser Auto? Nein, die Möbel sind viel zu schwer dafür. Bietet das Möbelhaus einen Lieferservice an? Wir fragen jetzt am besten den Verkäufer. Die Lieferung kostet 50 € extra. Das ist ein sehr fairer Preis für den Transport. Tragen die Mitarbeiter die Möbel nach oben? Ja, der Transport erfolgt direkt in die Wohnung. Wann wird die Lieferung zu uns kommen? Die Möbel kommen nächsten Dienstag zu uns. Wir müssen vorher das alte Zimmer aufräumen. Ich helfe dir am Wochenende beim Aufräumen. Dann gehen wir jetzt schnell zur Kasse. Ich bezahle die gesamten Möbel mit Karte. Raumaufteilung und Einrichtung planen. Hallo Marie, wie richten wir die Wohnung ein? Hallo Felix, lass uns einen genauen Plan machen. Wo stellen wir den großen Kleiderschrank hin? Der Schrank muss unbedingt ins Schlafzimmer. Passt der Schrank direkt neben die Tür? Nein, dort versperrt er leider das Licht. Stellen wir ihn gegenüber von dem Fenster? Ja, dort ist eine sehr große freie Wand. Wo platzieren wir das breite Doppelbett? Das Bett sollte mittig im Raum stehen. Brauchen wir auch 2 kleine Nachttische? Ja, links und rechts neben dem Bett. Wo stellen wir meinen Schreibtisch am besten hin? Der Schreibtisch gehört direkt an das Fenster. So habe ich immer schönes Tageslicht beim Arbeiten. Das ist wirklich sehr gut für die Augen.
Wohin kommt der Flachbildfernseher im Wohnzimmer? Wir hängen den Fernseher direkt an die Wand. Stellt man die Couch gegenüber vom Fernseher? Genau, so können wir entspannt Filme schauen. Wo stellen wir das große Bücherregal hin? Das Regal passt hervorragend in die freie Ecke. Brauchen wir auch noch einen kleinen Teppich? Ein Teppich unter dem Couchtisch sieht gemütlich aus. Welchen Teppich wählen wir für das Zimmer? Ein hellbeger Teppich bringt viel Wärme rein. Welche Bilder hängen wir an die Wände? Wir haben schöne Fotos aus unserem Urlaub. Ich kaufe noch ein paar passende Bilderrahmen. Wo stellen wir die vielen grünen Pflanzen hin? Die Pflanzen kommen auf die breite Fensterbank. Pflanzen machen den Raum sofort lebendig. Wo bewahren wir unsere vielen Schuhe auf? Wir brauchen einen Schuhschrank für den Flur. Passt ein flacher Schrank in den Flur? Ja, ein schmaler Schrank passt dort perfekt. Wo hängen wir unsere schweren Winterjacken auf? Wir montieren eine Garderobe an die Wand. Haben wir genug Platz für alle Sachen? Wenn wir gut planen, reicht der Platz völlig. Sollen wir die Deckenlampen heute noch aufhängen? Nein, das machen wir morgen bei Tageslicht. Wir brauchen noch eine Stehlampe zum Lesen. Die Stehlampe stellen wir neben den Sessel. Das Wohnzimmer wird am Ende wirklich wunderschön. Ich freue mich schon sehr auf das Ergebnis. Arbeiten wir nach einer kurzen Pause weiter? Ja, trinken wir erst einmal einen Kaffee. Hausarbeit und Wohnungsreinigung. Hallo Sophie, hast du heute Zeit zum Putzen? Hallo Simon, ja, wir müssen die Wohnung sauber machen. Wie teilen wir die Aufgaben heute auf? Du putzt das Bad und ich mache die Küche. Welches Putzmittel soll ich für das Bad nehmen? Nimm bitte den Badreiniger unter dem Waschbecken. Ich wische zuerst die Fliesen an der Wand. Vergiss bitte nicht das Reinigen der Toilette. Ich mache die Toilette gründlich mit der Bürste sauber. Danach kannst du die Duschkabine entkalken. Wir haben leider sehr viel Kalk im Wasser. Ja, das Spray hilft sehr gut gegen Kalk. Ich putze danach noch den großen Spiegel. Benutze dafür am besten dieses Glasreinigerspray. Was machst du in der Zwischenzeit in der Küche? Ich spüle das schmutzige Geschirr per Hand ab. Räumst du auch die saubere Spülmaschine aus? Ja, ich sortiere Teller und Tassen in den Schrank. Ich wische danach die gesamte Arbeitsfläche ab. Vergisst du auch nicht, den heißen Herd zu putzen? Ich putze den Herd mit einem speziellen Schwamm. Wer wischt Staub im dunklen Wohnzimmer? Ich wische den Staub auf den vielen Regalen. Nimm dafür bitte ein feuchtes Mikrofasertuch. Wo befindet sich der neue Staubsauger? Der Staubsauger steht drüben im Abstellraum. Ich sauge zuerst alle Teppiche gründlich ab. Sauge bitte auch unter dem großen Sofa. Dort sammelt sich immer besonders viel Staub an. Danach wischen wir den gesamten Laminatboden feucht. Welches Wischmittel geben wir in das Wasser? Nimm nur eine kleine Kappe vom Allzweckreiniger. Wo ist der Eimer mit dem Wischer? Der Eimer steht direkt neben der Waschmaschine. Bringst du anschließend auch noch den Müll raus? Ja, ich leere die Mülleimer in allen Räumen. Wo sammeln wir das alte Altpapier? Das Altpapier liegt in der blauen Papiertonne. Bringst du die leeren Glasflaschen zum Container?
Ich bringe sie heute Nachmittag zum Altglascontainer. Müssten wir auch die Fenster wieder einmal putzen? Die Fenster putzen wir am nächsten Wochenende. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Unsere Wohnung sieht jetzt wieder blitzsauber aus. Ich fühle mich hier so viel wohler. Jetzt haben wir uns eine lange Pause verdient. Probleme in der Wohnung und Vermieter kontaktieren. Guten Tag, Frau Schneider. Hier spricht Tim Berg. Guten Tag, Herr Berg. Was kann ich für Sie tun? Ich habe leider ein paar Probleme in der Wohnung. Was genau funktioniert in der Wohnung nicht? Die Heizung im Schlafzimmer wird leider nicht warm. Wird die Heizung nur kalt oder ein wenig lau? Der Heizkörper bleibt komplett kalt. Haben Sie die Heizung schon einmal entlüftet? Ja, das habe ich bereits zweimal ohne Erfolg versucht. Dann ist vielleicht das Ventil am Heizkörper defekt. Es gibt noch ein zweites Problem im Badezimmer. Welches Problem gibt es im Badezimmer? Der Wasserhahn am Waschbecken tropft seit gestern. Tropft das Wasser sehr stark aus dem Hahn? Es tropft jede Minute viele kleine Tropfen. Das verbraucht auf Dauer natürlich zu viel Wasser. Außerdem gibt es ein Problem an der Balkontür. Lässt sich die Balkontür nicht mehr richtig schließen? Ja, die Tür klemmt unten an der Ecke sehr stark. Es zieht dadurch bestimmt kalte Luft hinein. Ja, die Kälte kommt leider direkt ins Zimmer. Ich schicke Ihnen umgehend einen Handwerker vorbei. Wann kann der Handwerker zu mir kommen? Er hat morgen um 10 Uhr Zeit für Sie. Passt dieser Termin morgen Vormittag bei Ihnen? Ja, um 10 Uhr bin ich zu Hause. Der Handwerker schaut sich alle 3 Probleme an. Muss ich für die Reparaturen etwas bezahlen? Nein, das übernehme selbstverständlich ich. Das beruhigt mich wirklich sehr, vielen Dank. Wie sieht es mit dem Licht im Flur aus? Das Licht im Flur brennt wieder einwandfrei. Ich habe die Glühbirne gestern selbst ausgetauscht. Vielen Dank für Ihre eigene Mithilfe dabei. Haben Sie sonst noch Fragen an mich? Gibt es ein Problem mit Schimmel in der Küche? Nein, Schimmel gibt es zum Glück überhaupt nicht. Lüften Sie die Räume bitte weiterhin regelmäßig. Ich öffne morgens und abends immer die Fenster. Das ist perfekt für das Klima in der Wohnung. Dann erwarte ich morgen den Handwerker. Er wird pünktlich um 10 Uhr bei Ihnen sein. Auf Wiederhören und vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiederhören, Herr Berg, einen schönen Tag noch. Nachbarschaft und Zusammenleben. Hallo Laura, wie verstehst du dich mit den Nachbarn? Hallo Jan, eigentlich verstehe ich mich mit allen gut. Wer wohnt über dir im ersten Stock? Dort wohnt eine sehr nette ältere Dame. Ist sie immer ruhig im Haus? Ja, sie liest viel und hört nie laute Musik. Wer wohnt neben dir auf der rechten Seite? Dort wohnt eine junge Familie mit 2 Kindern. Sind die Kinder manchmal etwas laut am Tag? Tagsüber spielen sie manchmal laut im Flur. Stört dich der Lärm von den Kindern sehr? Nein, Kinderlärm gehört tagsüber einfach dazu. Das sehe ich absolut genauso wie du. Gab es schon einmal Streit wegen der Ruhezeiten? Neuerdings macht der Nachbar unter mir abends Musik. Spielt er das Instrument auch nach 22 Uhr? Gestern hat er bis 11 Uhr nachts Gitarre gespielt. Hast du persönlich mit ihm darüber gesprochen?
Ich bin gestern Abend freundlich zu ihm gegangen. Wie hat der Nachbar auf dein Anliegen reagiert? Er hat sich sofort höflich bei mir entschuldigt. Das ist wirklich ein sehr vorbildliches Verhalten. Er wusste einfach nicht, dass es so laut war. Ein persönliches Gespräch hilft fast immer am besten. Welcher Nachbar kümmert sich um die Mülltonnen? Wir wechseln uns wöchentlich mit dem Hinausstellen ab. Gibt es dafür einen festen Plan im Treppenhaus? Ja, der Plan hängt unten an der Informationstafel. Wer gießt deine Blumen, wenn du im Urlaub bist? Die freundliche Nachbarin von gegenüber hilft mir immer. Das ist ein wirklich toller Service unter Nachbarn. Ich gieße im Gegenzug ihre Pflanzen im Sommer. Das ist eine perfekte Nachbarschaftshilfe. Feiert ihr manchmal zusammen ein kleines Sommerfest? Ja, einmal im Jahr grillen wir alle im Garten. Bringt jeder Nachbar etwas zum Essen mit? Jeder bringt einen Salat oder Getränke mit. Das stärkt die Gemeinschaft im Haus sehr. Grüßen sich alle Leute freundlich im Treppenhaus? Ja, man sagt immer freundlich Guten Tag. Hängen manchmal wichtige Hinweise an der Haustür? Gestern hing dort ein Zettel wegen Handwerkerarbeiten. Wann stellen Sie das Wasser im Haus ab? Morgen stellen Sie von 8 bis 12 Uhr das Wasser ab. Ah, gut zu wissen. Dann musst du dir ja morgens schon Wasser bereitstellen. Umzug in eine neue Wohnung. Hallo Elena. Wann ziehst du genau um? Hallo Thomas, mein Umzug ist am nächsten Samstag. Hast du schon ausreichend Umzugskartons gepackt? Ich habe gestern 20 Kartons vollgepackt. Wie viele Kartons brauchst du insgesamt noch? Ich brauche bestimmt noch 10 weitere Kartons. Woher hast du die vielen Kartons bekommen? Ich habe sie günstig im Baumarkt gekauft. Hast du schweres Geschirr gut in Zeitungspapier eingepackt? Ja, ich habe alle Gläser vorsichtig eingewickelt. Hast du schon Helfer für den Samstag gefunden? Ja, mit dir kommen am Samstag 4 Freunde zum Helfen. Hast du auch einen großen Transporter gemietet? Ja, ich habe einen Transporter für den ganzen Tag. Wer fährt den großen Transporter zur neuen Wohnung? Mein Bruder fährt den Wagen zur neuen Adresse. Wann fangen wir am Samstag mit dem Tragen an? Wir beginnen pünktlich um 8 Uhr morgens. Müssen wir große Möbel vorher noch auseinanderbauen? Der Schrank muss leider komplett auseinandergebaut werden. Hast du das nötige Werkzeug dafür zu Hause? Ich habe einen Werkzeugkoffer mit allen Schraubenziehern. Welches Möbelstück tragen wir als erstes nach unten? Wir tragen zuerst die schwere Waschmaschine runter. Gibt es einen Aufzug im alten Haus? Nein, wir müssen alles durch das Treppenhaus tragen. Das wird wirklich sehr anstrengend für uns. Ich kaufe Cola und belegte Brötchen für alle. Verpflegung ist bei einem Umzug besonders wichtig. Wie lange dauert die Fahrt zur neuen Wohnung? Die Fahrt dauert nur ungefähr 15 Minuten. Musst du die alte Wohnung noch streichen? Ja, ich muss alle Wände weiß streichen. Wann machst du die Renovierung der alten Wohnung? Ich streiche die Wände am Sonntag mit meiner Schwester. Hast du schon Wandfarbe und Pinsel gekauft? Die Farbe steht schon bereit im Flur. Wann übergibst du die alten Schlüssel dem Vermieter? Die Schlüsselübergabe findet am nächsten Montag statt. Hast du den Stromvertrag für die neue Wohnung angemeldet? Ja,
Ich habe den Vertrag bereits online abgeschlossen. Hast du dich beim Bürgeramt umgemeldet? Ich habe einen Termin für nächste Woche bekommen. Ich wünsche dir einen reibungslosen Umzug am Samstag. Vielen Dank für deine Hilfe, Thomas. Hausordnung und Mülltrennung erklären. Hallo Sarah. Kann ich dir die Mülltrennung kurz erklären? Hallo Michael. Ja bitte, das System ist für mich neu. Wir haben hier 4 verschiedene Tonnen im Hof. Welche Farbe hat die Tonne für das Altpapier? Die blaue Tonne ist ausschließlich für Papier und Pappe. Dürfen auch Kartons in die blaue Tonne hinein? Ja, aber du musst die Kartons vorher flach falten. Was gehört in die gelbe Tonne hinein? In die gelbe Tonne gehören Verpackungen aus Plastik. Gehören auch alte Dosen aus Metall dorthin? Ja, Dosen und Folien kommen auch in die gelbe Tonne. Wohin werfe ich die organischen Essensreste? Essensreste und Obstschalen kommen in die braune Biotonne. Darf man Plastiktüten in die Biotonne werfen? Nein, Plastik darf auf keinen Fall in die Biotonne. Was passiert mit dem restlichen normalen Müll? Der Restmüll gehört in die schwarze Tonne. Wo entsorge ich alte Flaschen aus Glas? Glas bringst du zu den großen Sammelcontainern an der Straße. Muss man das Glas nach Farben sortieren? Ja, es gibt Container für Weißglas, Grünglas und Braunglas. Das ist wirklich ein sehr strukturiertes System. Wir müssen uns auch an die Hausordnung halten. Welche Ruhezeiten gelten hier im Haus? Die Mittagsruhe dauert von 13 bis 15 Uhr. Wann beginnt die nächtliche Ruhezeit im Haus? Die Nachtruhe beginnt jeden Abend um 22 Uhr. Darf ich sonntags meine Wäsche in der Wohnung waschen? Das Waschen in der Wohnung ist immer erlaubt. Aber man sollte sonntags nicht laut Staubsaugen. Verstehe, der Sonntag dient der allgemeinen Erholung. Wo stellen wir unsere Fahrräder im Haus ab? Es gibt einen Fahrradkeller im unteren Geschoss. Darf man das Fahrrad auch im Treppenhaus parken? Nein, das Treppenhaus muss als Fluchtweg frei bleiben. Wo hängen wir nachts die nasse Wäsche auf? Wir haben einen Trockenraum direkt neben dem Fahrradkeller. Gibt es einen festen Plan für die Treppenhausreinigung? Ja, jede Woche wischt eine andere Mietpartei den Flur. Steht die Reihe auf einem Kärtchen an der Tür? Genau, das Kärtchen hängt immer an der Tür. Vielen Dank für die vielen nützlichen Erklärungen. Sehr gerne. Herzlich willkommen bei uns im Haus.